Mit dieser Karteneinblendung heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Joshua Dexter Video. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt, haben wir diverse Punkte auf dieser Karte angebracht. Wir beschäftigen uns in dem heutigen Video mit der Funkmessstellung erster Ordnung BA bei Blumberg, und das wiederum liegt bei Berlin. Ja, das Ganze wurde 1943 aufgebaut und dann fortan entsprechend betrieben, um entsprechend die damalige Reichshauptstadt vor Luftangriffen zu schützen. Diese Karte an sich, die beruht jetzt auch auf einer Karte von Geschichtsspuren.de. Das heißt, wir haben von dort die entsprechenden Bezeichnungen übernommen, haben aber hier dann selber eine Karte angefertigt. Zu den Bezeichnungen gibt es ja auch wieder etwas widersprüchliche Angaben. Und zwar haben wir hier, wie ihr unschwer erkennen könnt, den Heinrich Peiler 1 und Heinrich Peiler 2. Das muss jetzt nicht 1 und 2 sein, es kann auch 2 und 1 sein oder einfach nur Heinrich Peiler oder aber, und das muss man auch ganz klar benennen, andere Quellenlagen sagen, dass dort sogenannte Freya-Geräte standen, und die würden eigentlich auch zu so einer Stellung eher passen als der Heinrich Peiler. Dennoch nicht ausgeschlossen, dass so etwas da auch gestanden hat. Das ist aber wirklich ja eine sehr breit gefächerte Thematik. Wenn ihr mal unter Funkmessgerät bei Wikipedia schaut, da werdet ihr feststellen, wie viele verschiedene Variationen etc. pp. Es da gab, wie viele unterschiedliche Entwicklungen. Ein Dschungel, möchte ich sagen, ein Dschungel. Wir übernehmen jetzt einfach mal diese Bezeichnungen, ne, wie gesagt, mit dem Hinweis, Heinrich Peiler, das kann auch gut ein Freya-Funkmessgerät gewesen sein. Auch der Wassermann, den wir da unten im Bild eingeblendet sehen, da gab es auch zwei Varianten von. Das war letzten Endes, der Wassermann war ein größeres Freya-Gerät, und auf diese ganze Technik-Sachen möchte ich auch gar nicht eingehen. Ihr wisst ja, ich zeige immer gerne das, was noch übrig ist, und versuche dann zu beschreiben, was man da sieht. Auch das rechts im Bild befindliche Jagdschloss ist ein sogenanntes Jagdschloss Z. Das ist nochmal wieder eine Weiterentwicklung des eigentlichen Jagdschlosses und war dort auch, so wie ich das gelesen habe, noch im Aufbau befindlich. Ob das war also eine Art Versuchsanlage, ob die dann effektiv da schon wirklich mitgewirkt hat oder nicht, das entzieht sich auch absolut meiner Kenntnis. Aber ich habe euch diese ganzen Sachen, die dort stehen, habe ich euch, so gut es geht, abgefilmt. Wir haben hier auch noch den Führungs- und Gefechtsstandbunker. Da habe ich mich etwas schwer mitgetan. Die Vegetation war sehr hoch und ich habe dort Überreste gefunden. Ob das allerdings wirklich dazugehört, weiß ich nicht, thematisiere ich dann aber auch in dem Video selber nochmal. So, und bevor ich das jetzt hier tot rede, schalte ich rüber ins Außenstudio und wünsche euch viel Spaß bei der Begehung dieses Geländes. Es gibt dort einiges zu sehen. Und mit diesen ersten Eindrücken heiße ich euch herzlich willkommen im Außenstudio. Ich sage nur eins, Codename Bär A. Das ist jetzt das Einzige, was ich mir heute Morgen noch hatte merken können. Die ganze Geschichte hier, ihr habt das ja gerade schon aus dem Off gehört, was das hier letzten Endes ist, und eine genauere Beschreibung dessen auch erhalten. Das habe ich mir gestern Abend nicht mehr alles merken können. Die ganze Sache oder sehr viel davon, sehr viel Struktur, die wir jetzt sehen werden, sind dem Umstand geschuldet, dass der gute Dennis gestern Abend, als ich bereits geschlafen habe, das für mich recherchiert hat, und wir jetzt einfach diese Sachen hier im Gelände suchen und dann mal eben schauen, inwiefern wir da was erkennen können. Und das Ganze werde ich wahrscheinlich dann auch wieder mit entsprechenden Bildtafeln untermauern, und ihr kennt das, wie ich das mache, ne? Die gelbe Schrift unten drin und so weiter und so fort. Wir dürfen also gespannt sein, was uns da erwartet, und ja, wir gehen jetzt erstmal hier unseres Weges weiter. Und die erste Struktur, die befindet sich gleich da auf der linken Seite, und die hatte ich
im Vorfeld auch, da hatte ich keinen Hinweis drauf, was das sein könnte. Also wir dürfen gespannt sein. Ich habe auch einen Zollstock mit, falls das irgendwie anmutet, dass es was Militärisches ist, dass wir auf jeden Fall irgendwie was vermessen können. Also das verspricht auf jeden Fall hier eine ordentliche Landpartie zu werden. Wir müssen da vorne in diese Richtung, wir müssen dort in diese Richtung und wir müssen hier vorne gleich mal mitten auf den Acker. Die anderen Sachen liegen auch auf dem Acker. Mal schauen, wie sich das alles so gestalten wird. Ein grober Anhaltspunkt ist, ja, da hinten kann man vielleicht, ja, eventuell sieht man es auf dem Acker, da ist noch ein kleines Häuschen und da muss irgendwo auch eine Struktur sein. Ich melde mich wieder, wenn ich da vor Ort bin. Ja, hier zur Rechten diesen, ja, ich denke so ein Jägeransitz soll das sein. Den seht ihr auf den Luftbildern auch. Das ist dieses weiße Teil, das habe ich euch da, markiere ich euch. Und jetzt gehen wir da auf dieses Ding los zu. Das sieht jetzt von hier aus sehr unspektakulär aus. Es liegt auch mitten in einer Senke. Wir sind hier also an einem ziemlich tiefen Punkt. Das könnte also sein, macht den Eindruck, dass das hier lediglich ein Wasserablauf Pütt ist. Das sieht so aus. Der ist hier nochmal, ja, guck an. So sieht es aus. Also wir haben hier nichts im Endeffekt, was mit dieser Struktur zu tun hat. Auf jeden Fall nicht im Sinne, dass es ein direktes Relikt aus dem Bereich des Militärs ist. Wann das Teil hier aufgestellt wurde, ja, vermag ich auch nicht zu sagen. Aber ich gehe schon bald davon aus, dass das wirklich mit der gesamten Struktur überhaupt nichts zu tun hat. Da, wenn man das hier so sieht, betrachtet, wir sind hier wirklich an einem sehr tiefen Punkt und hier musste irgendwie wahrscheinlich ein Wasserablauf her, rein aus landwirtschaftlichen Gründen. Und unsere anderen Strukturen befinden sich ebenfalls auf jeden Fall dort hinten. Deswegen ist das hier von meiner Seite aus auszuschließen, dass das im Zuge der Bauten, die da hinten stehen, hier entstanden ist. Aber nichtsdestotrotz, gut, dass ich hier gewesen bin und das Ding mal eben überprüft habe. So wissen wir wenigstens, dass wir hier einfach nur einen Wasserablauf haben. Gut, und jetzt gehen wir da hinten rüber und dann werden wir auch an der ersten Struktur sicherlich fündig werden. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen an der ersten Struktur. Und zwar kann ich die, da fängt es nämlich schon an, gar nicht erklären. Ich habe hier eine Datei, in der wird diese Struktur NN genannt. Ich weiß jetzt allerdings leider nicht, wofür NN steht. Werde ich natürlich alles, wenn ihr das Video seht, hier selbstverständlich recherchiert haben und wir werden hier vermutlich auch schon die erste Einblendung haben. Nur ganz grob zur Orientierung. Da vorne geradeaus von dem Feld, da kommen wir, da in der Senke steht dieser Pütt und rechts daneben, da könnt ihr vielleicht auch noch diesen Ansitz erkennen, den wir vorhin gesehen haben. Ich bin dann hier rüber gelaufen und entsprechend hier auf diesem Teil gelandet. Interessant. Ja, hier ist gerade Luftalarmübung oder sowas. Auch gut. Was hier interessant ist, wir haben eine Betonplattform. Wir haben hier irgendein Armierungseisen auf jeden Fall drin. Ich habe jetzt keinen Besen dabei. Ich kann das Ding jetzt nicht abfegen, um zu gucken, ob wir hier oben drauf noch irgendwo erkennbare Struktur haben, ob da noch irgendwelche Öffnungen sind. Das, ja, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Ich möchte das jetzt auch nicht alles hier freikratzen. Das hat, glaube ich, auch wenig Nährwert. Die ganze Geschichte ist so, oh, ich denke, circa 2 mal 2 Meter. Das werden wir aber mal eben auch überprüfen. Ach, der hat schon wieder was zu fressen gefunden da. Das ist, ach, schlimm. Schlimm. Schafft euch keine Hunde an. Die bereiten einem eigentlich bereiten einem solche Dinger nur Kummer und Sorgen. So, hier haben wir 2 Meter. Zack. Ziehen wir das lineal mal hier rüber. Ja, bis zum Ausläufer haben wir, also wir haben 3 Meter. Wir haben ja 3 Meter. Das andere wird auch 3 Meter sein, nach meinem Augenmaß. Das werde ich jetzt nicht nochmal nachmessen. Also haben wir dieses Quadrat. Ja, genau. Ich denke, wie gesagt, mittlerweile sind wir schlauer, was das hier war oder wofür das gewesen ist. Oder sein sollte vielleicht auch. Vielleicht wird es auch gar nicht vollendet. Ja, wir gehen weiter hier vorne den Weg hoch zur nächsten Struktur.
Ja, ganz kurz mal eben hier auf dem Acker gerade gefunden. Wer sich mit Elektrotechnik auskennt, der darf sich jetzt hier gerne melden. Das sieht so alt aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier noch ein Übrigbleibsel eben aus der Zeit ist, in der hier diese Installationen standen. Ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt ausreichend gefilmt. Das ist ziemlich deformiert, das Ganze. Man sieht hier irgendeinen Schutzmantel auf jeden Fall darüber her. Was das für Leiter da drin sind, das vermag ich gar nicht zu sagen. Ich möchte mich da auch nicht irgendwie irgendwas mutmaßen, weil ich habe da echt keine Ahnung von. Nachher verkauft man sich als der letzte Depp. Das wollen wir auch nicht. Aber das sieht schon mal auf jeden Fall interessant aus. So, ich lege das dahin, wo es herkam. Nämlich einfach dahin. Und damit ist das gut. Die zweite Struktur befindet sich da vorne. Das ist natürlich auch immer so, das sind so Sachen, die sind dann relativ auffällig, weil du da mitten auf dem Feld einfach eine grüne Enklave hast. Und die ist da natürlich nicht, weil der Bauer sich denkt, ja geil, ich lasse hier mal was frei. Ich möchte hier nicht anbauen, sondern da ist irgendein Anbauhindernis. Und das werden wir uns jetzt mal genauer begucken. Ja, mir steht Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Wir haben hier wirklich Struktur und das ist cool. Das gucken wir uns mal. Da werfen wir erstmal einen Blick drauf. Denn wir haben hier einmal so ein Betonfundament mit einer ja, ziemlich langen Öffnung da drin, wo man dann entsprechend etwas hineinstecken konnte. Das Ganze befindet sich ebenfalls hier auf dieser Seite, wie man sehr schön erkennen kann. Und es müsste jetzt auch noch ein drittes vorhanden sein. Wahnsinn, sehr, sehr geil. Und ja, hier vorne muss dann eigentlich nach Adam Riese noch ein viertes stehen. Und tut es auch. So. Ja, das Ganze in der Mitte, da hat man mal hier so eine Kanzel drauf gesetzt. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, ich verrate euch das. Ich sage nur ein Wort: Vogelbeere. Jägerleitstation Vogelbeere. Zweite Reihe der Heinrich-Peiler-Türme. Und wir haben hier mal stehen gehabt einen Heinrich-Peiler 2 der leichten Ausführung. Wunderbar. Ich denke, dass ich dazu jetzt ja, aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Kommentar mehr unten anbringen muss. Es sei denn, es ist noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges. Und ja, Heinrich-Peiler. Einen Heinrich-Peiler haben wir gefunden, beziehungsweise die Fundamente. Jetzt bewegen wir uns weiter hier geradeaus. Da hinten am Horizont, da seht ihr schon weitere Struktur und der gehen wir jetzt mal auf den Grund. Ja, jetzt sind wir hier an der weiteren Struktur und müssen doch mal eben schauen, was wir hier erhaschen können. Dieses sind irgendwie Bruchsteine, eventuell auch noch ein bisschen Beton dazwischen. Gehen mal hier weiter, da vorne sehe ich schon was. Da gehen wir mal eben hier unten rein. Ah ja, hier ist auch eine Anfütterstation. Ach, und guck mal einer an. Hier haben wir auch eine andere Struktur. Hier haben wir die Struktur, die wir auf jeden Fall aus Bippen kennen. Aus der zweiten Reihe, von der leichten Ausführung. Das heißt, die andere Seite des Heinrich-Peilers, also der andere Heinrich-Peiler, wo wir gerade waren, der hatte, warum auch immer, ja, diese Einlässe halt im Beton. Und hier kann man das schön erkennen, dass es hier 1:1 baugleich ist mit der Geschichte bei der Vogelbeere. Wir gehen jetzt hier noch mal eben durch. Hier sieht das so aus. Hier liegt auch noch über dem Einlass, den wir gerade gesehen haben, dem runden, liegt hier noch irgendwie auch eine Metallplatte drüber. Ja, ich muss jetzt mutmaßen, dass die bei dem anderen einfach fehlt, dass die hier aber noch erhalten ist. Ansonsten müsste man die da nachträglich angebracht haben, wo ich jetzt nicht wüsste, warum. So, hier haben wir noch einen weiteren. Ja, weiteren. Hier ist ebenfalls so eine Metallplatte noch drauf. Jetzt gucken wir uns mal das vierte Gerät an, das sich hier noch finden wird. Da vorne haben wir es. Ja, hier haben wir das auch noch verbaut. Der ist auch sehr schön erhalten, so, weil der hier auch
ja, recht geschützt steht aufgrund der Bäume, die da oben drüber her sind. Schöne Sache. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Variationen in der Bauart dieser Betonelemente gesehen. Wir gehen jetzt hier von den 2. Heinrich-Palaton weiter in diese Richtung und da hinten auf dem Feld, genau vor dem Strommast, da sehe ich schon was. Ob ihr das sehen könnt, weiß ich nicht, aber es wird immer spannender hier. Ja, es tut mir leid, der hat die Hasen gesehen, hier ist Hopfen und Malz verloren. Kleine Planänderung. Wir gehen jetzt nicht da hinten zu der Struktur, sondern wir gehen erstmal zu dieser hier vor uns liegenden Struktur. Das ist nämlich weitaus näher. Und dann machen wir da einen Rundweg und kommen zu der Struktur links, ja, die ihr vielleicht gar nicht sehen könnt, ist ja auch egal. Da kommen wir dann ganz zum Abschluss hin. Doch zunächst einmal werden wir uns jetzt hier mit diesem Teil befassen. Und wenn ich da bin, schalte ich euch wieder zu. Geil. Ist das herrlich. Leute, ich bin hier. Aha. Ich drehe mal um. Jawohl. Was haben wir hier? Den Sockel eines Würzburg-Riesen. Total geil. Da oben auch noch mit sogar Überwurfmuttern da dran. Ich glaube, so heißen die Teile. Ich werde jetzt mal eben hier den Hund anbinden und dann gucken wir uns das Ding mal genauer an. Ja, der Jäger hat jetzt erstmal Pause hier. Der Sockel des Würzburg-Riesen. Ja, der hat uns jetzt auch schon öfter begleitet. Erst beim Heinsberg-Video, wo der Einzelne stand. Und dann bei dem Flak-Video aus Malham. Gut, da stand auch der Einzelne. Das habe ich vielleicht auch schon verraten. Hier befinden sich 2 dieser Würzburg-Riesen. Und das ist halt jetzt hier der erste. Und wir werfen einfach mal eben kurz einen Blick drüber, was wir hier erkennen können, inwiefern der Bauart anders ist. Hier sind wieder diese Aussparungen. Da wurde halt irgendwie diese Revisionsklappe dran befestigt. Wir haben hier unten auch eine Öffnung. Die habe ich bei den anderen beiden nicht sehen können. Mal eben schauen, ob das hier rausläuft. Ja, hier läuft es raus. Das könnte natürlich auch ein reiner, ja, vielleicht war das auch ein reiner Wasserablauf. Aber wie gesagt, bei den anderen habe ich das nicht gesehen. Die saßen aber auch tiefer in der Erde. Das heißt, wir haben ja hier schon die Oberflächenstruktur. Eigentlich müsste das Teil hier, der Sockel müsste eigentlich auch in der Erde stehen. Nach meinem Dafürhalten. Und jetzt kletter ich da mal eben rein. Der steht also hier auf jeden Fall weitaus höher als der in Heinsberg und auch der in Hamm. Wobei, in den kam ich ja nicht rein. Jetzt gucken wir uns mal eben das hier von innen an. Ach, sehr, sehr schön. Hier haben wir auf jeden Fall dieses Dreieck, Viereck. Das habe ich auch in den anderen beiden Sockeln habe ich das nicht sehen können. Was wir hier auch sehen können, ist, wir haben hier so eine Aussparung drin. Sieht aber hier auch wieder gänzlich anders aus, weil hier ist nur so eine kleine Öffnung. Hier ist das alles zu, ob da gar keine rein musste. Hier ist auch nochmal so ein Überputz über den Beton. Und hier oben haben wir dann diese längliche Aussparung. Die ist uns ja auf jeden Fall aus Heinsberg bekannt. In Malham sah das auch anders aus, das Ganze. Und die waren dann halt auch eben untereinander. Diese hier müsste theoretisch dann auch noch da weitergehen. Aber vielleicht war das gar nicht dafür vorgesehen und das ist hier einfach nur aufgrund der Bauweise, aufgrund der technischen Bauweise, aufgrund des Gusses. Da bin ich jetzt auch überfragt. Hier vorne haben wir auch noch mal eine Öffnung. Die ist mir bei den anderen beiden auch nicht aufgefallen. Mag auch ein Wasserablauf sein. Und hier haben wir diese Auslässe für die Kabel. Die haben wir sehr schön sehen können, da auch in Heinsberg. Allerdings, warum sehe ich das jetzt nicht? Warte mal eben kurz. Allerdings auch in einer anderen Ausführung. Wir haben dort, wir hatten hier Metallführungen und wir haben hier reine Betonführungen. Hier war mal ein Vogel scheinbar drin, da liegt auf jeden Fall Nistmaterial. Ja, so sieht das hier in dem Teil aus. Und dann gehen wir mal hier raus
Ja, hier sind wir auf jeden Fall eine ganze Ecke. Das Ding hier ist eine ganze Ecke höher. Aus dem anderen kam ich ganz anders. War eine andere Perspektive. Ne? Das war weitaus niedriger, der Rand um mich herum. Das heißt, der gesamte oder der Boden hier, nehme ich an, war in den anderen, beziehungsweise in dem in Heinsberg wahrscheinlich mit Sand einfach verfüllt, der da reingeweht ist vom Ackerbau. Wird so sein, denke ich, denn wir haben ja auf dem Boden da auch gar nichts gesehen, vor allen Dingen diese Betonstruktur nicht. Das heißt, hier ist der Zustand einfach noch besser erkennbar. Ja, und hier haben wir wieder diese Stehbolzen, ne, die ich euch ja da offen gefilmt hatte. Die waren in Malham nicht dabei. Dafür haben wir aber auch diese riesen Muttern da oben drauf. Dazu hat der Jürgen Zapf aber auch noch was geschrieben. Das blende ich euch hier unten dann auch noch mal eben ein, um welche Größen es sich dabei handelt. Wir können das allerdings auch an dieser Stelle mal eben wir können das allerdings auch mal eben selber vermessen, was wir hier zu Protokoll bringen. So, und angesetzt, ja, es ist also circa 34 hoch. Ne, ich denke, das ist so, liegt halt auch wahrscheinlich am Beton, dass wir so ein bisschen da die Ungereimtheiten haben. Also 34,5. Warte mal, ohne Mutter, ohne diese Überwurfmutter, haben wir hier eine Höhe von 33,5, wenn man es sehen kann. Warte mal eben. Ja, der hat da wieder irgendwas gesehen, der. So, pass auf, jetzt nochmal. So sieht das aus. Hier die Geschichte. Ja. Und damit beende ich jetzt auch. Da hinten steht ein Hase. Ja. Damit beende ich jetzt auch hier die Exkursion des ersten Würzburg-Riesen. Und wir gehen weiter hier in die Peripherie hinein und schauen. Was danach kommt. Marschrichtung da hinten runter. Bis gleich. Ja, wir haben jetzt ein bisschen längeren Fußmarsch hinter uns. Aus der Richtung da hinten kommen wir, aber ihr seht das ja jetzt gleich auch auf der Karte, wo ich mich da befinde. Und hier haben wir schon auch ein ganz tolles Beispiel hier einfach für dieses Brandenburger Land. Das ist fantastisch hier, ne? Also auch von der Natur hat einer sehr schön wirklich angelegt, das Ganze. Wir müssen jetzt hier oben hoch und hier begleitet uns dann auch auf dem Weg noch wieder ein wunderbares Kopfsteinpflaster. Und ja, wenn wir gleich da oben sind, dann schalte ich euch wieder dazu. So, da muss wieder einer hier bleiben, Richtung aus der wir kommen. Und wenn wir uns jetzt umdrehen, dann haben wir hier ein Gebäude mitten auf dem Acker. Das sehe ich jetzt erst auch mit dem Dach, dass es so nach rechts außen über steht. Dieses Ganze nennt sich Stellungszentrale. Ich hoffe, dass ich herausgefunden habe, was diese Stellungszentrale dann hier für eine Bewandtnis hatte. Ich nehme bald an, dass es sich hier mehr so um die Technik gehandelt hat. Dass die Technik hier irgendwie drüber überwacht wurde, gesteuert wurde vielleicht. Dass das alles irgendwie funktioniert hat. Das ist aber reine Mutmaßung. Denn wir haben da vorne im Wald, hier links, darunter, das wollen wir gleich mal eben suchen, gucken, hoffen, dass wir es finden. Da ist nämlich noch der Gefechtsstand. Und der Gefechtsstand ist ja eigentlich das, wo die Befehle und Informationen zusammenlaufen, die jetzt für die Aktionen, die nachfolgenden Aktionen wichtig sind. Also wohin werden die Jäger geleitet etc. pp. Und das hier scheint mir doch halt etwas sehr klein auch dafür zu sein und wäre ja auch irgendwie doppelt gemoppelt, wenn man von hier aus das auch machen würde. Aber das sind halt auch so Sachen, ich sehe sowas heute zum ersten Mal. Ich habe mich mit der Thematik noch nie vorher beschäftigt, was in solchen Stellungen abgeht und wofür diese Gebäude sind. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das mittlerweile dann auch
in den gelben Untertiteln gelesen habt, ob ich mir jetzt das korrekt zusammengeschwurbelt habe oder ob das hier absoluter Blödsinn war. Festzuhalten Folgendes, nochmal, wir sind hier an der Stellungszentrale und wir verlegen jetzt von hier aus da drüben in den Wald, untersuchen wir die Überreste des Gefechtsstandes. Bis gleich. Ja, ein Riesenakt war das jetzt nicht. Man konnte das auf der Karte ganz gut nachverfolgen. Wir haben hier den mutmaßlichen ehemaligen Gefechtsstand dieser Stellung. Das Ganze ist ja, wie man unschwer erkennen kann, aller Wahrscheinlichkeit nach gesprengt worden. Da filmen wir mal eben kurz drüber her. Ne? Da kann man so ein paar Eindrücke hiervon erheischen. Wir haben hier auch keine wahnsinnige Betondeckenstärke, wie das jetzt erstmal scheint. Ne, was ist das hier? Das ist das ist auch alles Klinkerbauwerk. Da oben drüber hier, das sind so 10 cm Beton. Das geht dann hier so weiter. Ja, ihr seht hier noch eine Betondecke liegen. Hier ist schräg was runtergekommen. Ja, das ist eigentlich so selbsterklärend irgendwie. Jetzt kann man hier unten noch rein. Ja, komm, wir gehen einmal durch. Dann haben wir das hier einfach ein bisschen kompletter, die Geschichte. Mal eben schauen, wie das hier so aussieht. Ja. So, das ist jetzt natürlich hier, das ist keine Decke, das ist einfach nur Trägerelement, denke ich. Ja, sieht man hier auch sehr schön. Hier sieht man das Trägerelement. Ne? Hier ist die ganze Decke in Schräglage. Das ist alles, ja, wie gesagt, eingesackt, gesprengt worden. Und so sieht das dann hier aus. Ne? Ja, Gefechtsstand, das trifft es auch ganz gut von der Quadratmeterzahl her. Ist auf jeden Fall deutlich größer als die Stellungszentrale, wo wir gerade waren. Und hier sieht man, hier kann ich auch wieder stehen. Und hier sieht man auch noch die Überreste der damals angebrachten Dämmung. Ja, so sieht das hier aus. Hier hat irgendeiner was dran gemalt. Das ist aber auch alles, das ist alles neuzeitlich. Das ist nichts irgendwie von damals. Wir gehen hier an der Seite wieder raus aus dem Verschlag. Ich filme euch das noch einmal so. Ja, das waren die Eindrücke. Viel mehr kann ich zu der Sache hier auch nicht sagen. Wenn ich da noch irgendwelche Informationen dazu auftue, zu den weiteren Abläufen, auch hier des Gefechtsstandes, was die hier alles so gemacht haben, dann packe ich euch das auf jeden Fall auch noch unten in die gelbe Schrift mit rein. Und ich gebe euch noch auf jeden Fall zu einer Seite den Link in der Videobeschreibung, die hier auch noch ein bisschen weitere Informationen zu geben kann. So, jetzt muss ich den Hund wieder suchen und dann diese Richtung. Ja, Luftlinie ca. 500-600 sowas. Da gehen wir dann zur nächsten Struktur. Das nennt man die Weiten der brandenburgischen Äcker. Das geht noch sehr viel schlimmer. Das ist ja hier noch einigermaßen akzeptabel im Bereich. Wir haben da vorne die nächste Struktur. Könnt ihr euch denken, was es ist. Ich schaue euch wieder dazu, wenn wir dann vor Ort sind. Ja, also bevor wir auf die eigentliche Struktur zu sprechen kommen, filme ich jetzt hier noch mal eben auch so einen Pütt. Den seht ihr nämlich auch auf dem Luftbild. Das konnte ich nämlich auch nicht erkennen, was das sein soll. Und liegt halt in direkter Nähe zu dem Würzburg-Riesensockel, den wir hier vorne haben. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal eben aus der Nähe an, wie sich die ganze Geschichte hier gestaltet. Hier ist auf jeden Fall schon mal eines festzuhalten, dass die Bolzen hier abgenommen wurden. Das Ding hier ist sehr viel tiefer in der Erde. Also das ist hier so gerade mal ungefähr Hüfthöhe, während die andere Höhe mir knapp bis zum Hals ragte. Wir haben hier noch irgendwie was drauf. Ob das nachträglich da drauf kam, ob das da immer drauf war, das vermag ich gar nicht zu sagen. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen, diese Betonüberreste.
Dann haben wir hier wieder die übliche Struktur, entsprechend diese Halterung für die Revisionsklappe. Und hier drin, so, da haben wir was, da haben wir noch was liegen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat der Jürgen Zapf, der hat da nämlich was drüber geschrieben, was das ist. Ich habe jetzt gerade allerdings den Bericht nicht zur Hand und ich habe den Namen auch nicht. Aber ich blende euch das auf jeden Fall hier unten in die gelbe Unterschrift wieder rein. Das müsste dann hier noch dazugehören, aller Wahrscheinlichkeit nach. Wenn ich das jetzt so sehe, dann lag das unten auf dem Boden. Aber naja, wissen tue ich es nicht. Vielleicht war das auch irgendwo hier oben in dem Bereich angebracht. Das ist natürlich auch eine hochinteressante Geschichte, dass da so ein Teil noch drin liegt, wenn es dazugehört. Ja. Ihr seid auf jeden Fall jetzt schon schlauer als ich, weil ihr die Untertitel schon gelesen habt. Ja, das heißt, wir verabschieden uns hier von diesem weiteren Würzburg-Riesenradar. Und wir haben noch eine Struktur, die da auf uns zukommt. Die befindet sich allerdings da ganz hinten über die Hauptstraße nochmal wieder drüber her. Und dahin verlege ich jetzt. Und ja, dann schalte ich euch wie immer wieder dazu. Bis gleich. So, das ist jetzt etwas, was ich gar nicht so gerne mache, hier durch den Acker zu latschen. Aber mir bleibt jetzt hier nichts anderes übrig, wenn ich das hier komplett haben möchte. Und angeblich ist das hier der Überrest. Jo, das sieht schon so aus. Vom sogenannten Wassermann. Da darf ich jetzt sagen, das sieht äußerst interessant aus. Ihr wisst mittlerweile schon, was der Wassermann ist, nehme ich an, wenn ich das Video... Also ich weiß noch nicht genau, wie ich das Video strukturieren werde. Aber insgesamt wird das wahrscheinlich so sein, dass ich erstmal aus dem Off eine ziemlich lange Sequenz mache und die Sachen hier vorstelle und überhaupt, was haben wir hier genau und so weiter und so fort. Und dann gehen wir halt, wie ihr das so kennt, ins Außenstudio. Ne, da bin ich halt jetzt schon und wie gesagt, mir fehlt hier noch einiges an Hintergrundwissen zu diversen Strukturen. Aber die Bilder selber, die sind natürlich da. Ob ich da jetzt genaueres zu sagen kann oder nicht, das ist jetzt hier in diesem Fall auch erstmal wurscht. Auf jeden Fall, das hier soll der Wassermann sein. Das wird auch ein Peiler sein. Aber wie gesagt, technisch werde ich euch da noch ein bisschen weiter auf dem Laufenden halten. Richtig cool. Und damit komme ich jetzt auch zur Abmoderation dieser ganzen Geschichte hier. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen, diese Ausführungen zu dieser Stellung. Lasst gerne ein Abo da, damit ihr keine weiteren Inhalte dieser Art verpasst, wenn ihr das gut findet, sowas. Schreibt was Nettes in die Kommentare oder auch entsprechend was Zielführendes, wenn ihr da selber eine gewisse Expertise habt. Lasst euch da gerne aus. Finde ich immer toll, wenn man da was lesen kann, was einen dann auch selber weiterbringt und auch andere Zuschauer weiterbringt. Es gibt nämlich einige Zuschauer, das weiß ich, die lesen ebenfalls die Kommentare und sagen, oh ja, das hat nochmal was Erhellendes dazu gehabt. Ja, ansonsten gebt dem Video noch ein Like. Ich bin hiermit raus, wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Joscha und Dexter, der sitzt im Auto auf Tour. Bis dahin, ciao, Kakao. Da geht das Video doch nochmal weiter. Wir haben irgendwie, ja, ich weiß nicht, 3 oder 4 Monate später. Ich bin hier nochmal wieder in dem Bereich, denn ich habe, so wie ich das gesehen habe, 2 Strukturen übersehen. Die eine, da bin ich mir sicher, die werden wir gleich finden. Die andere, da muss ich sagen, habe ich gestern bei meinen Recherchen schon nicht mehr die Eintragung gefunden. Müsste aber hier in diesem Waldstückchen liegen. Es ist jetzt allerdings so zugewachsen. Ich bin hier schon mit dem Gärtel da durch. Aber es ist äußerst schwierig, da irgendeine Struktur zu finden. Das Geländemodell gibt nichts her. Ich habe wohl gerade so Fundamente gefunden, aber das wirkte mir etwas sehr dünn, sodass ich das jetzt nicht gefilmt habe. Ich versuche hier nochmal die Quelle für herauszufinden.
was hier war oder was hier gewesen sein soll. Ja, das belassen wir jetzt dabei. Ja, und jetzt sage ich euch auch noch mal einen wunderschönen guten Morgen. Ja, das Video hatte ich, wie ich gerade schon erwähnte, vor 3-4 Monaten eigentlich gedreht. Und auf dem Rückweg, da habe ich dann nochmal, weil es hier so viele Strukturen waren, ihr habt das ja gesehen, wie viel hier zu tun war, habe ich auf dem Rückweg erst entdeckt, dass mir hier noch eine entscheidende Sache fehlt. Und ich wollte das hier nicht irgendwie so halbherzig machen, dass man nachher sagt, ja, hat er da eigentlich gefilmt, da fehlen doch Sachen, dann kommt wieder irgendwer um die Ecke und beschwert sich. Hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich gewartet, bis ich mal wieder hier in der Nähe bin, um dann hier noch einmal tätig zu werden. Die Struktur, von der ich spreche, das sage ich euch gleich, wenn ich da vor Ort bin und das filmen kann. Ich gucke jetzt noch einmal hier vorne in diesem Zipfel vom Wald. Ich gehe einmal entlang des Feldes und schaue mal, ob ich da noch irgendwas sehen kann, was noch auf Vergangenes hinweist. Ansonsten, wenn hier was drin sein sollte, ist es definitiv eine Geschichte für den Winter. Und ich mich recht erinnere, ist das auch jetzt nicht mega interessant, was da drin ist. Also es ist, glaube ich, nicht so entscheidend, ob ich es filme oder nicht filme. Ja, ich gucke da noch mal und ansonsten sehen wir uns dann an der anderen Struktur wieder, die da hinten links liegt. Ja, da vorne steht der Wagen. Der Dexter wartet da drin, weil den kann ich hier in dem Gemüse auch nicht gebrauchen. Also bis gleich. Gut, also ich bin jetzt hier in dem Zipfel angelangt. Ich glaube, es ist noch ein bisschen dunkel sogar für die Kamera, dass das hier so ein bisschen gleich etwas pixeliger werden könnte. Möchte ich schon mal vorausschicken. Ich habe eigentlich auch die große Lampe noch mit, aber die habe ich jetzt hierfür nicht mitgenommen. Ich versuche noch mal so ein bisschen damit aufzuhellen. Vielleicht bringt das irgendwas, vielleicht ist das auch totaler Quatsch. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein Fundament gefunden. Und diese Geschichte, wie ich das hier so sehe, das ordne ich schon dieser Struktur zu. Deren Name ich jetzt leider nicht parat habe und ich auch blöderweise jetzt nicht die Quelle nennen kann, wo ich es her habe. Es gibt aber auf jeden Fall eine Quelle, das ist ganz klar bezeichnet, dieses Ding hier. Hier haben wir auch noch irgendwie einen so einen einzelstehenden, ja, Betonsockel hier vorne. Könnt ihr auch sehen, da hinten auf dem Haufen. Da hinten liegt was. Hier unten liegt auch noch so ein Teil. Und hier vorne haben wir auch noch mal wieder so einen Betonsockel. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich das einfach nicht genau weiß, was hier ist, aber ich meine auch, dass die ganze Geschichte hier eben nicht mehr wirklich vorhanden ist, dass das halt zerstört wurde, gesprengt, wie auch immer. Ja, dann möchte ich sagen, gehe ich hier noch einmal ein bisschen näher ran. Sieht aus wie so ein Schutthaufen, aber ja, wie gesagt, ich ordne das hier schon diesem Sockel zu, diesem Fundament, das hier liegt. Ich werde es für euch recherchieren. Das ist übrigens auch ein fettes Teil. Das ist, glaube ich, eine Linde. Bin aber auch nicht ganz schusssicher mit Bäumen, aber ich glaube, das ist eine Linde. Gut, dann hier Schluss. Ich denke, dass ich euch da jetzt schon in die gelben Untertitel entsprechendes habe einfügen können. Ob ich mich hier total geirrt habe oder ob das jetzt ein Treffer war. Wir sehen uns dann an der dann hier letzten Struktur wieder. Bis gleich. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen an der finalen und vielleicht sogar auch interessantesten Struktur, die das Gelände hier zu bieten hat. Und ja, bevor ich hier irgendwas erzähle, von dem ich keine Ahnung habe, darf ich wenigstens einmal eben den guten Jürgen Zapf zitieren. Der schrieb nämlich im Oktober 2006, die E-Stelle Werneuchen hatte ein Jagdschloss Z in der Erprobung. Die Fundamente sind noch beim Tanklager Seefeld zu sehen. Also haben wir hier ein Jagdschloss Z
ja, wie gerade gesagt, ich kann es dann nur wiederholen, dass hier wohl erprobt wurde. Wir sind hier unweit der anderen Überreste, die befinden sich nämlich diese Richtung circa 1,5 Kilometer Luftlinie, wenn es 1,5 Kilometer sind. Ja, Mr. Gärtel habe ich wieder mitgenommen und ich habe hier auch den vernünftigen Strahler, weil hier unten kann man reingehen. Wir werden uns jetzt aber erstmal von außen hier das Ganze anschauen. Zunächst mal auf den ersten Blick haben wir hier ein rechteckiges Gebäude, aufgemauert aus Backsteinen. Dann haben wir hier oben einen Betonsturz oder ein Betondach oben zur Abdeckung. Wir gehen jetzt einfach mal eben hier so ein bisschen entlang. Ich hoffe, dass ich hier gleich irgendwo mal drauf komme, dass wir uns da oben diesen Betonkegel anschauen können. Dann haben wir hier an der Seite schon mal markant zu erkennen diese, ja, ich nenne es jetzt mal einfach Stehbolzen. Hier haben wir Aussparungen, das kann vom Guss her noch stammen oder ist vielleicht auch zur Tarnung, dass man was einschieben konnte. Also entweder Schalung oder eben auch zur Tarnung. Das vermag ich jetzt halt auch nicht zu sagen, weil wie gesagt, da fehlt mir einfach die Kenntnis. Oh ja, von dieser Seite auch ganz interessant. Wir haben da unten auf jeden Fall eine Öffnung. Das heißt, wir können das auf jeden Fall auch begehen. Und wir haben hier auch noch diverse, ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht Lichteinlässe sind, ne, diese kleinen Öffnungen da. Gucken wir uns gleich an. Ich gehe jetzt erstmal eben mit euch hier oben drauf. Und dazu machen wir das alles hier. One Take. Wir haben hier eine richtig tolle Idylle. Und hier fällt uns schon mal auch das erste auf. Hier haben wir nämlich irgendetwas aus Stahl, irgendeine Vorrichtung. Wir haben hier verschiedene Schrauben. 1, 2, 3, 4, sag ich mal. Scheinen das war also irgendwas mal zusammengehalten. Irgendwas war da mit Sicherheit dann drauf befestigt. Es gibt verschiedene Abbildungen von diesem Jagdschloss im Internet. Das sieht aber alles noch ein bisschen anders aus. Größer gebaut. Heute haben wir da auch noch wieder Varianten, weil das hier halt das Jagdschloss Z ist, was in der Erprobung war. Vielleicht war die Bauart davon einfach ein bisschen anders und nicht so hoch aufgebaut wie die anderen, die man so sieht. Insgesamt gehe ich davon aus, dass wir hier 4 an der Zahl haben von diesen Metalleinfassungen. So sieht es auch aus, da ist das 4. Und dann haben wir hier vorne noch, ja, vielleicht ist es ein Kaminausgang, vielleicht ist es auch irgendeine andere Führung, womit man etwas nach oben herausleiten konnte. So, lange Rede. Und hier haben wir nämlich diesen Kegel. Das erinnert zunächst einmal so ein bisschen an den Würzburg-Riesen von der Idee her. Ist allerdings sehr viel kleiner, dieses Teil. Und hat eben auch hier keine Revisionsklappe oder irgendwie sowas, so eine Öffnung. Aber wir sehen hier oben drauf, tja, was sehen wir da? Irgendeine Art Rundung, irgendetwas wird da drauf aufgebracht gewesen sein. Ich nehme an hier, dass man sich vorstellen kann, so eine Art, so eine Matratzenantenne, ich glaube so heißt das, dass da sowas drauf stand und dass man es dann entsprechend drehen konnte. Aber das ist jetzt also, wie gesagt, nur Mutmaßerei. Ich habe mich mit der Technik von diesem Teil auch noch nie in irgendeiner Weise beschäftigt. Wir gehen da mal einmal hoch und sehen auf jeden Fall, dass wir da unten Wasser sehen. Ich nehme an, dass das der Boden ist, auch hier von dem ganzen Gebäude, dass da wahrscheinlich ein bisschen Wasser drin steht. Das gucken wir gleich mal genau uns auch nach. Hier hat auf jeden Fall irgendwer mal so ein Fenster, ja, so ein Silikon, irgendwie sowas, ne? Hat da mal jemand aufgebracht, wahrscheinlich um hier diese scharfen Kanten etwas abzumildern, weil hier sind die auch nicht scharf, das ist alles relativ. Ja, ist auch egal. Das wurde auf jeden Fall irgendwie mal abgeflext, die ganze Geschichte hier. Das war mit Sicherheit alles mal länger, das ganze Teil. Ja, ich denke, dass wir die Eindrücke von hier oben
Ich stelle mich noch einmal hier oben drauf. Ich denke, dass wir von hier oben jetzt erstmal genug Eindrücke gesammelt haben. Und dann gehen wir mal gleich unten in das Teil rein. So. Hier haben wir auch noch ein schönes Straßenverkehrsschild hier abgelegt. Klasse Geschichte. So. Dann wollen wir mal von hier aus hier reingehen. Ich schalte mal den Strahler ein. Mache mal eine ordentliche Beleuchtungsstärke. Sorry, dass das alles ein bisschen wackelt, aber die restlichen Bilder, denke ich, werden dann entsprechend gut werden. So, guten Tag. Ja, und hier sieht man auch, es wird gerne mal verschlossen, sage ich mal. Dann wird es aber auch wieder geöffnet. Hier hinten, das hat man mal versucht zu verfüllen. Und diesen ganzen Steinen, die hier rumliegen, liegen auch überall hier auf dem Feld rum. Diese ganzen Findlinge. Ja, also gucken wir mal. Hier vorne ist also ein Eingang. Dann haben wir hier vorne rechts schon einen ersten Durchgang. Links vermag ich nicht zu sagen, werden wir gleich sehen. Hier liegt der Schutt. Wir gehen jetzt erstmal hier, als wenn wir von der Richtung gekommen wären, gehen wir jetzt erstmal hier rechts rein. Das Gebäude hier ist eigentlich, ich finde, noch sehr gut erhalten. Also das hat man mal zugemacht da oben, wie man sieht. Hier oben drüber ist diese typische Dämmung, die man aus der Zeit kennt. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen, auch in Mal in diesem Teil, das ja hier so ähnlich eigentlich aufgebaut ist, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir hier unten auf dem Boden also irgendeine Art Fundament oder eine Art Führung auch. Hier stand also sicherlich mal ein Sockel und hier oben haben wir dann letzten Endes diese Durchführung, die wir gerade von oben schon gefilmt haben. Da filmen wir mal eben einmal so grob raus. Ja, so sieht das aus. Ich denke, diese Nase, die da ist, das würde ich sagen, sind irgendwelche, weiß ich nicht, Rostausblühungen oder irgendwie sowas. Ich muss davon ausgehen, dass das früher schon ganz normal rund war und dass dieses Ding da nicht rausguckte. Sonst hätten wir es auch schwer drehen können wahrscheinlich. Ja, so sieht das hier auf jeden Fall aus. Ist auf jeden Fall schon mal ein spannender Raum. Hier vorne haben wir etwas. Ach, das wird hier wahrscheinlich dieser Kamin dann auch gewesen sein, das wir gerade oben gesehen haben, diese Öffnung. Das stand hier, ich nehme an, dass hier einfach ein Ofen stand, dass man hier ein bisschen Wärme drin hatte. Schön ist auch, dass hier so eine Fritsche steht und eine Schaufel. Also irgendjemand kümmert sich doch wohl hier und macht das auch mal hin und wieder ein bisschen sauber. Hier sind auch noch Arbeitsgeräte. Ja. Ansonsten, sage ich mal, weist jetzt nichts auf eine frühere Nutzung hier hin. Das könnte natürlich auch noch von früher sein, dieses Teil. Aber das ist auch reine Mutmaßung. Wobei von der Korrosion her könnte das schon passen. Okay, wir gehen mal wieder raus aus dem Raum. Wir gehen dann in den Raum gegenüber. Da haben wir ja noch einen zweiten, einen kleinen Raum. Ah, guck mal hier. Die waren mal getrennt. Also sprich, hier sieht man ganz deutlich den Mauerdurchbruch. Ja, wobei, es kann natürlich sein, dass hier intern auch noch mal wieder eine Tür war, ne, wo man dann durchgehen konnte. Ja, Mutmaßerei. Ich nehme eher an, hier war eine Mauer drin und hier ist entsprechend ein Eingang. Da vorne ist der andere Eingang. Sonst haben wir doch vielleicht ein bisschen arg viel Struktur zum Durchgehen für diesen kleinen Raum hier. Ja, hier sieht man auch nichts mehr, würde ich jetzt sagen, was auf die ehemalige Nutzung zurückschließen lässt. Das wird sicherlich auch noch original sein. Da gehe ich stark von aus. Und hier vorne haben wir also überall so ein bisschen Metall, haben wir überall in der Wand. Hier ist noch so ein Ding, was da von oben rausragt. Ja, und dann haben wir hier auch überall noch so kleine Häkchen und warte, da fehlt mir einfach natürlich die Kenntnis. Ach, das sind Kabeldurchführungen hier. Das kann man ganz schön erkennen. Da hängt nämlich auch noch so ein bisschen
Zeug drin. Und hier oben sieht man auch noch ganz deutlich diese Kabeldurchführung. Hier hängt dann auch noch ein bisschen Kabel. Ja, genau, da oben auch an der Decke ist auch noch mal so ein Teil. Ja, das sieht man schon. Also Technik hatte man hier schon drin. Auch in diesen Räumen, meine ich, wollte ich damit sagen. Ja, allein wahrscheinlich schon irgendwie eine Beleuchtung, die hier mal drin angebracht war. Hier haben wir auch noch so ein Ding oben, so ein Bügel. Ja, und damit, um das hier nicht unnötig herauszuzögern, ich denke, dass ich hier das alles ordentlich gefilmt habe, können wir den Bau auch hier wieder verlassen. Schild lasse ich hier, das kann ich auch nicht gebrauchen. Ja, meine Damen und Herren, vornehmlich Herren, wenn ich mir die Analysen des Kanals so anschaue. Ich glaube, Damen sind da 0,2%. Das sind jetzt hier dann wirklich die abschließenden Worte. Also wie gesagt, 3 oder 4 Monate nach den vorherigen abschließenden Worten. Ich denke, ich lasse das alles so drin, wie es war, aber ihr werdet es ja dann noch sehen oder jetzt bereits gesehen haben. Ich hoffe, diese ganze Geschichte mit diesem BAA hat euch gefallen und ich hoffe, dass ich auch noch die eine oder andere Information dazu hervorbringen konnte, dass ihr da noch einen besseren Überblick drüber habt, weil das sind einfach so Sachen hier, die sind dann auch für mal eben kurz das alles zu wissen und zu können, ist es einfach dann zu viel und dann beschäftigt man sich eben mit dem Wesentlichen und mein Kanal lebt ja davon, dass es die Übrigbleibsel dieser Zeit zeigt und jetzt nicht unbedingt haarklein die Technik dieser Sachen erklären kann und auch die gesamte, sage ich mal, Tagesgeschichte oder Entstehungsgeschichte dieser Anlage und so weiter. Das ist dann für mich persönlich einfach auch zu viel Input, den ich dann einfach auch wieder vergessen werde irgendwann. Jod, diese Eindrücke allerdings, die werde ich nicht vergessen, die bleiben. Da hinten steht das Kfz und wir verlegen wir jetzt hin und ja, lasst gerne ein Abo da, schreibt was Zielführendes in die Kommentare und auch mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützt ihr mein Werken hier. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann. Ciao.